Hallo liebe Modellautofreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den Audi Q7 von der Firma Kyosho im Maßstab 1:18. Das ist die Verpackung, ja. Audi Dealer Edition, sieht sehr schick aus. Und hier ist der Wagen ausgepackt und wir schauen uns erstmal die Front an natürlich. Und ich muss sagen, ich bin ehrlich zu euch, mittlerweile gefällt er mir nicht mehr so gut wie früher. Immer noch gut, versteht mich nicht falsch, aber ja, gewisse Bereiche gefallen mir nicht mehr so doll. Komme ich gleich noch drauf. Allerdings, was mir nach wie vor gut gefällt, ist die Kühler, die Front, ja, mit dem großen Single-Frame-Kühler. Also das gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Ich habe ja schon mehrere Audis von der Generation vorgestellt, ne, der A6, den A8 und das ist alles in der Playlist, ja, die verlinkt ist hier unten oder im i. Und ja, also wie gesagt, das hat mir damals sehr gut gefallen. Und das war auch Audis erstes SUV, dieser Q7. Ne? Mittlerweile gibt es ja schon mehrere. Sogar teilweise Audi Q7 Coupés, ja, die dann Audi Q8 heißen. Und ja, also hier sieht man die großen, ja, Blinker. Diese langgezogenen Lichter gefallen auf jeden Fall sehr gut. Wir schauen uns gleich mal den Motorraum an. Ist wieder mit Handschuhen gar nicht so einfach. Aber ich habe es geschafft. Ja, das ist der Motorraum. Sehr detailliert, also gefällt mir wirklich gut. Hat Kyosho gute Arbeit geleistet und wir können sehen, das ist die ja, 4,2 Quattro Liter Maschine, ja, Diesel. Ja, also wie gesagt, Motorraum gefällt, ist sehr detailliert. Viel mehr Details kann man im echten Auto auch nicht sehen. Und ich komme jetzt zur Seite. Und das ist jetzt eigentlich die Sache, die ich vorhin angesprochen habe. Und zwar, die Seite gefällt mir irgendwie nicht mehr so gut wie damals. Es sieht sehr, sehr, ja, klobig ist das falsche Wort. Ja, also klobig würde ich jetzt nicht sagen. Es sieht nicht mehr so schön aus, wie ich es mal eigentlich damals empfunden habe. Aber jetzt wirklich nicht falsch verstehen, ist immer noch ein schickes Auto für mich. Und wir kommen jetzt mal zum Heck. Das finde ich nach wie vor noch schick. Ja, hier die Audi-Rücklichter sehen immer noch sehr gut aus. Hier Q7, 4,2 Quattro und hier unten kann man sehen die Auspuffendrohre. Und ich würde sagen, wir schauen uns den Kofferraum an, den man natürlich aufmachen kann. Manche Modellhersteller sind ja mittlerweile übergegangen dazu, dass man die Kofferraumklappen nicht mehr öffnen kann. Das finde ich sehr schade. Stichwort BMW X7. Innenraum vom Kofferraum sieht sehr gut aus. Ist mit Teppichimitat ausgekleidet, sehr schön, sehr detailliert, gefällt mir richtig gut das Ganze. Die Details sind auf jeden Fall gut erkennbar. Und wir schauen uns jetzt den Innenraum an. So, ist etwas schwer mit Handschuhen. Also hier der Innenraum, ja, Audi-typisch, sehr, sehr aufgeräumt, sehr schick. Hat mir damals auch sehr, sehr gut gefallen, also wie gesagt heute auch noch. Ja, fahrerzugewandtes Display in der Mitte, ja. Mit der Mittelkonsole sieht sehr edel aus, die Sitze, alles sehr detailliert. Kann man nichts sagen. Ja, Armaturenbrett sieht auch sehr gut aus, Lenkrad, die Türen sehr detailliert. Hier im Fond sieht auch alles sehr, sehr gut aus. Teppichimitat im Fußraum natürlich. Was soll ich groß sagen? Das ist ein sehr schönes Auto, ja, sehr schönes Modell. Auto besser gesagt. Also, ich denke, das kann man auf jeden Fall in die Sammlung aufnehmen, wenn man Audi-Fan ist. Und ich bin eigentlich sehr froh, das zu haben. Das gebe ich auch nicht weg. Und mich würde natürlich interessieren, wie gefällt euch der Wagen? Ja, habt ihr ihn selber? Schreibt es in die Kommentare. Gebt mir Feedback, abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke, gebt mir einen Daumen nach oben, teilt meine Videos gerne und schaut euch natürlich auch die Playlisten an. Kommt in meine Telegram-Gruppe, ihr kennt das Spielchen. Macht's gut, bis zum nächsten Review. Ciao!